Herzlich willkommen zu unserer Serie über die Vorteile von Elektro-Lkw. Vorneweg ganz klar, es gibt noch Probleme, gerade die fehlende Ladeinfrastruktur ist ein ganz großes Hemmnis. Aber der E-Antrieb hat tatsächlich auch sehr, sehr viele Vorteile und einer davon ist, dass er einfach super fährt. Ich durfte selbst schon 2 Tage mit so einem e-Actros 600 unterwegs sein und war wirklich begeistert. Aber jemand aus dem täglichen Betrieb, der täglich mit so einem Ding unterwegs ist, der kann das natürlich noch viel besser beurteilen. Und das ist Klaus Wagner von Logistik Schmidt. Klaus, du darfst schon ein paar Tage jetzt das schöne Stück hier bewegen. Erzähl mal, wie gefällt's dir? Ja, also ich muss sagen, ich bin begeistert. Mein Chef hat mich vor geraumer Zeit gefragt, ob ich bereit wäre, dieses schöne Fahrzeug zu testen, worauf ich direkt Feuer und Flamme war. Und ich muss sagen, vom ersten Einsteigen, vom ersten Losfahren war ich direkt begeistert. Du hast im Innenraum absolute Ruhe. Du hörst kein Dieselgebrummen, keine Vibrationen. Du hast keine Unterbrechungen beim Schaltwechsel. Das ist absolut ein sanftes und entspanntes Fahren. Und gerade auch bei Tagen wie heute, bei diesem schönen Wetter, kommt noch dazu, dass das Klima im Innenraum absolut perfekt ist, weil du hast keine Abwärme vom Motor, die von unten noch in deine Kabine zusätzlich einströmt. Also ich muss sagen, ich steige abends aus, bin entspannt und das Fahren macht einfach nur riesigen Spaß. Klingt mega gut. Hast du Lust, mir das mal zu zeigen? Drehen wir eine Runde. Ja, gerne, wenn du möchtest. Ja, cool, super. Lass es machen. Ja, Klaus, erzähl mir doch mal, was genau für eine Route fährst du denn mit dem Elektro-Lkw hier? Also ich fahre mit diesem Lkw jetzt sogenannten Pendelverkehr. Das heißt, ich fahre vom Daimler-Truck-Werk in Wörth zum Daimler-Truck-Achsenwerk in Kassel. Das heißt, ich transportiere dann Achsen für LKWs, Vorderachsen oder Hinterachsen, von Kassel nach Wörth ins Werk und von Wörth dann wieder Achsenträger zurück nach Kassel. Musstet ihr die Verkehre irgendwo anpassen wegen dem Elektro-Lkw, dass ihr gesagt habt, ihr müsst Zwischenstopps machen, die ihr vorher nicht gemacht habt, oder ihr könnt nicht so viele Touren fahren, wie ihr eigentlich fahren wollen würdet? Nein, das ist aufgrund der Reichweite des E600 war das absolut unnötig, da die Touren genauso geplant werden können wie mit den Diesel-LKWs auch. Das heißt, ich schaffe die Tour von Wörth nach Kassel ganz locker mit einer normalen Ladung, habe dort noch genug Restkapazität, sodass ich noch ein Stück zurückfahren könnte. Ja. Aber wir haben Ladesäulen eben vor Ort in den Werken, sodass wir dort immer wieder dann vollladen und die Tour zurück antreten. Also ist kein Unterschied zu den normalen Fahrten mit Diesel. Heißt im Umkehrschluss, du verlierst keine Zeit durchs Laden? Da wir in den Werken eben die Möglichkeit haben, direkt an der Lade- bzw. Entladestellen aufzuladen, verliert man eigentlich keine Zeit. Okay. Wie lange brauchst du ungefähr, bis die Batterie wieder voll ist? Also wenn ich die Möglichkeit habe, an der 300 kW Ladesäule zu laden, genügt mir eigentlich meine Lade- und Entladezeit dicke, um das Ganze wieder auf 100% zu bringen. Was haben wir denn ganz konkret für einen Verbrauch und für Reichweiten mit dem Auto? Also Daimler spricht immer oder verspricht 500 Kilometer und die überschreiten wir auf jeden Fall. Also ich liege momentan auf dieser Tour durch die Kasseler Berge, die ja wirklich nicht ohne sind, bei einem Verbrauch von 95 bis 100 kW im Schnitt. Okay, und das würde dann, Das bedeutet im Umkehrschluss eine Reichweite von über 600 Kilometern. Irre. Die Kasseler Berge sind nicht ohne, aber es kommt natürlich ganz entscheidend darauf an, was du für Gewichte fährst. Was für Gewichte fahren wir denn hier? Also in der Regel fahre ich das Auto voll ausgelastet. Das heißt, er ist ja gegenüber normalen Zugfahrzeugen, die 40 Tonnen dürfen wir mit diesem aufgrund der hohen Batteriegewichte 42 Tonnen transportieren. Ja. Und in der Regel erreichen wir die auch. Okay, das heißt, ihr macht es dem Elektro-Lkw nicht leicht, kann man sagen. Ganz und gar nicht. Er soll ja auch zeigen, was er kann. Ja. Ja, was kann er denn zum Beispiel konkret in den Kasseler Bergen? Wir kennen das alle. Das ist so eine gefürchtete Strecke ein bisschen. Ja? Wenn man da nicht viel Leistung hat, dann ist man in Hindernis, dann ärgert man die anderen Kollegen, ja? Weil man so langsam eben nur die Berge raufkommt. Wie ist es bei dem Wagen hier? Also ich habe hier die Möglichkeit, verschiedene Leistungsmodi zu schalten. Es gibt also einen Range-Modus, der auf Reichweite ausgelegt ist. Economy, wo er mehr Leistung freigibt. Oder eben den Turbo-Modus, wo er dann über 800 PS freigibt. Das heißt, wenn ich in diesem Modus fahre, sind die Kasseler Berge eigentlich kein Hindernis mehr. Klingt sehr verlockend.
Wie ist es, wenn du auf andere Kollegen stoßt tatsächlich, also an einem Rasthof oder an einem Parkplatz? Ist da Interesse da? Wird das Auto überhaupt als Elektro-LKW erkannt? Also das Auto ist, egal wo ich hinkomme, auf welchen Rastplatz, immer ein Eye-Catcher. Und viele Fahrer kommen und stellen mir Fragen bezüglich, wie ist die Reichweite, wie ist die Leistung, wie ist das Fahrgefühl. Also das Interesse ist schon sehr groß. Wie würdest du das einschätzen? Was denken die Leute, was das Auto für eine Leistung hat und für eine Reichweite und wie ist es wirklich? Denken die Leute, dass das Auto mehr kann, als es eigentlich kann oder ist es genau umgekehrt? Es ist eigentlich genau umgekehrt. Also wenn ich anderen Fahrern erzähle, dass ich mit dem Auto eine Reichweite von ca. 600 Kilometer oder mehr erreiche, ist die Verwunderung immer sehr, sehr groß. Du hast vorhin auch noch erwähnt, dass du entspannter ankommst daheim mit dem Auto. Ja, auf jeden Fall. Wieso kommst du entspannter heim? Was hat das für eine Ursache? Erstens mal, du hörst es ja selbst, du sitzt neben mir. Die Geräuschkulisse ist eben minimal. Ja. Das Einzige, was du eigentlich hörst, sind die Windgeräusche und die Abrollgeräusche der Reifen. Ja. Aber das Motorengeräusch entfällt komplett. Dann hast du keine Schaltvorgänge. Das heißt, manchmal kommt es ja vor, gerade am Berg, wenn er unter Volllast zurückschalten muss, dass das schon richtig ein bisschen ins Kreuz haut, wenn er zurückschaltet. Das fällt hier vollkommen weg. Und dann ist es auch so, dass das Klima selbst ist angenehmer, weil du keinen Motor unter dir hast, der Wärme abgibt. Ja. Und du bist abends dann einfach durch diese ganzen Umstände viel entspannter. Genauso ist es auch beim Diesel, wenn du wirklich mal 8 bis 10 Stunden gefahren bist, hast du irgendwo bei Feierabend immer noch das Brummen im Kopf. Und das gibt es eher eben nicht. Du hast mir in dem Vorgespräch gesagt, du bist seit 27 Jahren Lkw-Fahrer. Und ich darf unterstellen, du fährst nicht seit 27 Jahren Elektro-Lkw. Ich fahre Elektro-Lkw erst seit ein paar Wochen. Okay. Und du bist leidenschaftlicher Lkw-Fahrer? Ja, ich fahre immer noch sehr gerne. Okay. Das heißt, du hast den Job eigentlich immer geliebt und der E-Antrieb nimmt dir nicht den Spaß am Job, wie jetzt vielleicht einige befürchten. Also ich muss sagen, nach meiner jetzigen Erfahrung ist eigentlich eher das Gegenteil der Fall. Und wenn ich die Wahl hätte und dürfte bei meinem Chef einen Wunsch äußern, dann würde ich dieses Auto gerne behalten. Das ist ein Punkt, ja. Also Herr Schmidt, wenn Sie hier zuhören, Sie wissen Bescheid. Klaus möchte nur noch Elektro-Lkw fahren. Ja. Und möchte weiterfahren, ja, Lkw fahren. Ja, weiterfahren, oder? Genau. Und jetzt haben wir ja gerade gesehen, wir sind jetzt bergab gefahren. Ja. Ist natürlich auch beim Elektro-Lkw ein Riesenvorteil, weil durch die Rekuperation jetzt beim Bergabfahren habe ich die Möglichkeit, meine Batterien wieder aufzuladen. Und diese Energie ist eben beim Diesel verloren. Richtig, ja, ja. Macht es denn was mit deinem Fahrstil, der Antrieb? Ist der anders geworden? Also ich war eigentlich immer schon jemand, der versucht hat, ökologisch zu fahren. Ja. Aber bedingt durch diesen Antrieb und das sanfte Fahren ist mein Fahrstil eigentlich noch weicher und würde sagen auch effektiver geworden. Ja. Aber du bist trotzdem keine Wanderdüne, hoffentlich. Nein, ganz und gar nicht. Okay, das heißt, du regst mit deinem Fahrstil andere Leute nicht auf. Die würden nicht vermuten, dass vor ihnen ein Elektro-Lkw fährt. Also ich glaube, also vom Fahrstil her wird das keiner merken. Nein. Ja, und wenn ihr jetzt immer noch nicht so richtig wisst, was ihr von Elektro-Lkw halten sollt, meine Empfehlung, macht einfach mal eine Probefahrt. Wenn ihr einmal mit so einem Teil gefahren seid, dann wisst ihr einfach schon, dass es wirklich ernsthaft Spaß macht. Ja, und in unserem nächsten Teil über Elektro-Lkw, da berichten wir tatsächlich von der Müllabfuhr auf Sylt. Was ganz Spezielles. Bis dahin, gute Fahrt.